Hallo liebe Stiere, wir schauen ein bisschen in euren neuen Monat für das Kollektiv der Stiere. Was darf ich da weitergeben? Welche Themen? Es geht um Kraft, Vertrauen, eigene Stärke, Vergangenheit. Vielleicht geht es auch um irgendwelche Themen, wo ihr euch getrennt von irgendetwas fühlt, wo ihr Trennungen nochmal verarbeitet, wo ihr versucht, Wege zu korrigieren, die, ja, ich sage mal, in der Vergangenheit getroffen worden sind, wo ihr euch irgendwo auf den Weg gemacht habt, alleine weiterzugehen. Möglicherweise geht es darum, dass ihr eine Mauer sprengt, dass ihr über ein Vaterthema hinüberkommt, dass ihr zu etwas Distanz aufnehmen könnt. Es kann auch etwas sein, was sich im Kreis gedreht hat oder wo man sagen kann, hier sind irgendwelche Einflüsse, die auf der Beziehungsebene so viel ausmachen, dass man das Gefühl hat, man sitzt in einem Hamsterrad und man muss sich rausnehmen. Es können ja auch Dinge sein mit den Ämtern oder Behörden, die hier eine Entscheidung brauchen. Für die Selbstständigen sieht man hier auch gute Aufträge oder Möglichkeiten. Ja, es geht schon ein bisschen um die Vergangenheit mit. Also man setzt sich hier mit der Vergangenheit auseinander. Man nimmt zu etwas nochmal bewusst Distanz auf. Man verlässt einen Kreislauf, wie nennt sich das? Bilanziert irgendwas. Man checkt einen neuen Weg ab, eine neue Möglichkeit. Ja, und hier ist sozusagen ein Neubeginn zu sehen. Es kann jetzt hier im vertraglichen Bereich sein, im Beziehungsbereich, im Bereich, was machen eure Kinder, wie entscheiden die sich. Aber an sich ist es so, dass für euch eine neue Möglichkeit entsteht. Und es ist im Prinzip Veränderung pur, weil in eurem eigenen Haus liegen die Störche drin. Veränderungen im Beziehungsleben an sich, bei allem Vertraglichen und bei etwas, was sich deutlich von dem unterscheidet, was ihr in der Vergangenheit gemacht habt. Es geht um Unabhängigkeit, es geht um Sachen, die ihr in eurem eigenen Dasein umsetzt, das heißt in der eigenen Größe. Und es gibt vielleicht auf diesem Weg noch einige Unklarheiten, die von außen kommen. Es geht um, ich würde mal sagen, das Vereinen auch von Gegensätzen. Für einen oder anderen kann ja auch ein neuer Partner auf die Bühne treten, ein Herzmensch, jemand, der wirklich für Partnerschaft in Frage kommt. Oder dass man zusammen in einer Beziehung so die Sachen überwindet, wo es Mauern gibt, wo Distanz ist, wo vielleicht auch Kinder sind, die Distanz aufgenommen haben, wo etwas wieder zueinander rückt. Und ihr habt am Ende noch die Blumen. Also das ist ein guter Weg, eine gute Entscheidung, eine Energie, die wie ein Geschenk herkommt, die etwas ermöglicht, was dann nachher sich als guter Weg, gute Entscheidung, gute Möglichkeit zeigt. Es kann ja auch sein, der ein oder andere überlegt sich genauer, was er denn umsetzen will auf dem beruflichen Weg.
oder ob er eine kleinere Selbstständigkeit anvisiert, auch das wäre möglich. Spannend. Ihr habt hier so ein bisschen das Thema Geben und Nehmen drin. Glaubenssätze der Kindheit, die hier verändert werden oder auf einen guten Weg gebracht. Guckt mal, hier kriegt ihr eine Belohnung. Und unterm Deck habt ihr noch, spricht die Wahrheit aus. Dieses Überwinden von Mauern oder Grenzen kann hier damit auch zu tun haben, dass man endlich mal sagt, was man denkt und dass genau das zum nächsten Schritt führt. Dass man auch seine eigene Wahrheit weiß. Dass man sich nicht von außen verwirren lässt auf dem Weg. Und ihr habt hier natürlich auch den Schutzengel dabei. Hier kriegt ihr tatsächlich für etwas, was ihr euch hart erarbeitet habt oder wo ihr sehr viel geholfen habt, anderen zurück. Allerdings auf eine Weise, mit der ihr vielleicht nicht rechnet. Hier ist ja das Geschenk sozusagen am Ende der Legung. Das sind alles so Sachen, wo man auch seinen Glauben wieder stärkt, wo man sich selber frei fühlt und wo man sich auch vom Leben was Schönes nimmt. Das Süße, die Kostbarkeit. Man gönnt sich was, egal was einem auch immer gut tut. Und es kommt so auch das Gefühl hoch, ich werde gesehen, ich werde anerkannt, etwas hat sich zu meinen Gunsten entwickelt. Und man hat so dieses Ding, dass man sich selbst auch erlaubt zu empfangen, was man schon alles gegeben hat. Also hier ist so eine richtige Anerkennung. Man weiß, dass man nicht in etwas fehlinvestiert hat, sondern dass das Leben einem was zurückgibt. Manchmal ist es ja von anderen Personen oder auf andere Art und Weise, aber was man in das Universum gibt, kommt auch wieder zurück. So, was sagen die Vögelchen? Der Kleiber. Ich komme in dein Leben und bringe dir Halt, Sicherheit und Schwung. Mach es dir gemütlich, denn du bist sicher getragen in dieser Welt. Erkenne deine Einzigartigkeit und lebe sie. Lasse deine Größe zu. Das hatten wir in der Mitte, ne? So, was möchte euch eure Seele noch sagen? Das Vertrauen hat sich umgedreht. Hier ist ein Licht, das am Ende des Tunnels leuchtet. Und man sieht irgendwie, dass auch die Dunkelheit vergeht, dass alles wieder besser wird. Habt Vertrauen. Und unterm Deck habt ihr auch, nehmt euch Zeit für Spiritualität. Guckt auf das, was ihr träumt oder was ihr vermutet oder ahnt, die Eingebungen. Jedenfalls ist es wichtig, sich Zeit dafür zu nehmen. Vielleicht kriegt ihr auch in diesem Bereich irgendwie ein Geschenk dazu, dass ihr merkt, dass ihr euren eigenen Impulsen vertrauen könnt. All sowas. Halte an deinem Glauben fest und Vertrauen ist wichtig. Und hier haben wir so ein Muster, das du vielleicht verlassen kannst, ne? Dass niemand mehr an deinen Fäden ziehen darf, dich als Marionette benutzen. Das kann das sein, was hier in der Mitte liegt, dass man da endlich drüber kommt, dass andere nicht die Macht haben, euer Leben zu bestimmen. Spannend. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch bis bald.